Wie aus einer anderen Zeit, das Alphorn. Aus einer 500 Jahre alten Bergfichte wird in 80 Stunden ein gewaltiges Blasinstrument. Das Faszinierende an dem Instrument ist einfach diese Einfachheit. Man hat nur eine große Röhre mit einem Ausgang und den Rest macht man als Spieler mit der Lippe und sonst ist nichts zur Verfügung. Bis es soweit ist, gibt es aber viele komplexe Arbeitsschritte. Das Fichteholz, das kommt aus Südtirol. So ein Baum ist zwischen 400 und 600 Jahre alt, bis er diese Größe hat, damit ich verwenden kann, um ein Alphorn draus zu bauen. In Südtirol wächst das Holz sehr langsam. Durch strenge und lange Winter und karge Böden, da kriegt der Baum nicht so viel Nährstoffe, um schnell zu wachsen. Und hat auch wenig Wasser. Und die Jahrringe werden sehr eng. Das feinere Holz lässt sich viel besser bearbeiten und es gibt auch einen gleichmäßigeren, satten, vollen Klang. Dieses Holz lagert und trocknet Andreas Bader bereits seit 5 Jahren. Für die Weiterverarbeitung zu einem Alphorn ist es aber immer noch zu feucht. Der Musikinstrumentenbaumeister hilft mit seinem Trocknungsofen nach. So verhindert er, dass später im Instrument Risse entstehen. Nach dem Trocknungsprozess stecken in den Bohlen nur noch 8% der ursprünglichen Feuchtigkeit. Das Holz verliert dabei weit über die Hälfte des Ausgangsgewichts. Eins. So, jetzt haben wir alle Teile, die wir benötigen, um ein vierteiliges Alphorn zu fertigen. 4 Meter Holz. Daraus wird ein 3,60 Meter langes Alphorn. Das dicke Ende wird dann das Becherstück, aus dem der Klang austritt. Wer jetzt die gute Vorstellungskraft hat, der sieht hier das fertige Alphorn vor sich. Da Andreas Bader das Rohr des Alphorns aus 8 Halbschalen zusammensetzt, teilt er insgesamt 4 Holzbretter. Und immer noch ist alles eckig, woraus später ein konisch verlaufendes Klangrohr entsteht. Nach präziser Berechnung geht es an den späteren Innenraum des Alphorns. Perfekte Vermessung von Weite plus Länge und das Ganze auch noch konisch, dank einer computergesteuerten Fräse. Man kann an jeder Stelle vom Alphorn bestimmen, wie der Ton klingt und wie er von der Tonlage her ist. Und das wird einmal festgelegt über eine Vermessung und über das Programmieren der CNC-Maschine haben wir hier eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit, das man von Hand einfach nicht mehr bringen kann. Und doch bleiben die wichtigsten Schritte Handarbeit. Eine Maschine hilft einem, aber das Feine, dieses Handgefühl, das kann einfach eine Maschine noch nicht. Und das ist eigentlich auch das Gute dran. Das, was es besonders macht, das kann eigentlich nur die Hand. Aber die 8 Teile des Alphornrohrs werden zunächst innen zu Halbschalen gefräst. Das ist eine sehr schöne Haselfichte. Haselfichte ist ein genetischer Wuchsfehler
der gemeinen Fichte. Da laufen die Jahrringe nicht gerade durch, sondern verzahnen sich jeweils mit dem nächsten Jahrring. Durch das wird die Festigkeit höher. Der Vorteil bei der Haselfichte, wir erreichen höhere Schallgeschwindigkeiten. Die ist sehr gut geeignet für Instrumente, aber sie kommt leider sehr selten vor. Die Rohre sind nach dem Fräsen noch zu rau. Und mit verschiedenen Schleifkörnungen glättern wir die Holzfaser, damit die auch nachher beim Spielen, wenn es feucht wird, nicht aufsteht und eine raue Oberfläche entsteht. Sonst würde der Ton schwerer durchs Horn gehen, die Luft würde schwerer durchströmen. Man muss immer versuchen, die Kontur gleichmäßig abzutragen. Nicht, dass man irgendwo ein Loch reinschleift, sondern dass gleichmäßig über die ganze Länge und den ganzen Durchmesser gleich viel abgetragen wird. Das Zusammenfügen der Halbschalen, die später millimeterdünn und doch stabil sein müssen. Wenn die Rohre so langsam Gestalt annehmen, wenn man sie zusammenleimt und die ausschleift, dann kann man schon sehen, das wird ein Alphorn. Das ist eines der schönsten Dinge, wenn man es Stück für Stück dann zusammensetzt. Um das Drechseln zu vereinfachen, hat Andreas Bader das Rohr bereits als Achteck zugesägt. Jetzt wird aus diesem viereckigen Klotz, aus den 2 Halbschalen, wo wir ausgefräst haben, endlich das Rohr. Und jetzt drehen wir Stück für Stück das Rohr rund, danach konisch und dann drehen wir die Verbindungsbuchsen drauf und die werden dann drauf geleimt. In diesem Rohr entstehen später beim Spielen Schallwellen. Töne, die über das Mundstück erzeugt werden. Das Instrument ist ein sehr schlichtes Instrument. Es wurde auch ganz lang belächelt, wegen der Schlichtheit. Früher aus einem Stück und kaum transportierbar. Heute passt ein vierteiliges, 3,60 Meter langes Instrument in jedes Auto und selbst in einen Rucksack. Dazu dreht Andreas Bader Passungen für spezielle Verbindungsbuchsen an das Rohr. Wir fertigen jetzt mittlerweile aus Aluminium. Aluminium hat den Vorteil, die Struktur ist ungefähr gleich wie das Holz. Deswegen können wir jetzt auch mehrteilige Hörner bauen, ohne einen Verlust an Ansprache und Tonqualität zu haben. Auch die Verbindungsbuchsen aus goldeloxiertem Aluminium dreht Andreas Bader selbst. Das Eloxieren bildet eine harte Oberfläche, sodass das Rohr auch nach 20 Jahren noch dicht ist und zusammengesteckt ein gerades Instrument bildet. Vorbereitungen für den aufwendigsten Teil des Alphorns, die Fertigung des charakteristischen Schalltrichters.
Früher brauchte man dafür ganz bestimmte Bäume, an steilen Berghängen gewachsen, die so die typische Form des Alphorns schon mitbrachten. Andreas Baader bestimmt die Form des Bechers selbst und sägt sie aus. Am Ende ist es der Schalltrichter, der den Ton verstärkt, der in den Rohren entsteht. Daher der volle und warme Klang. Auf dem Weg dahin gibt es aber weitere grobe Arbeitsschritte, wie das Ausbohren des Klangbechers, um dem Holz die Spannung zu nehmen. Wir produzieren sehr viel Abfall, wir kaufen es teuer ein und machen dann teuersten Abfall draus. Bei uns gibt der Abfall noch eine warme Stube und die Späne, die werden zum Einstreu bei Pferden verwendet. Von den ursprünglichen 12 Kilogramm Bergfichte bleiben nur 3 Kilo für ein ganzes Alphorn. Und davon wiegt der dünnwandige Klangbecher später gerade einmal 500 Gramm. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg mit vielen Arbeitsschritten. Andreas Baader spannt beide Teile des Klangbechers auf eine Schablone. 8 Stunden in die Fräse. Ganz langsam nähert sich die Maschine der perfekten Form. Was da genau passiert, verrät er nicht. Alphornbauer Geheimnis. Die beiden Becherteile sind jetzt innen und außen gefräst. Und der nächste Arbeitsschritt bedeutet von Hand schleifen. Der Becher ist ein sehr komplexes Teil. Das lässt sich auch außen nicht drehen. Deswegen müssen wir da alles fräsen auf der CNC-Maschine. Die Teile sind sehr dünn. Die arbeiten wir jetzt von Hand noch dünner aus. Und wenn die sehr unterschiedlich wären, von Hand gefertigt, dann brechen die irgendwann, bricht man durch. Doch bevor sich der Instrumentenbaumeister an die Verfeinerung des Klangbechers macht, leimt er die unteren 4 Teile des Alphorns zusammen. Becher und Becherrohr fügt Andreas Baader mit einem Schaumleim zusammen. Eine stabile Verbindung, die ein ganzes Alphornleben überdauert. Das muss jetzt bloß schnell gehen. Der Becher, das untere Teil, das ist ja genau das, was das Alphorn ausmacht. Die Form und dann dieser Becher, da entsteht in diesem Trichter eben dieser wohlig warme Klang. Das ist eigentlich so das wichtigste Teil und auch das aufwendigste Teil zum Produzieren. Das Rohr ist verleimt, aber noch lange nicht fertig. Eine Stunde später zerlegt es der Alphornbauer wieder in 2 Hälften, der Länge nach. Der Grund ist, das Instrument muss vor allem innen sauber verarbeitet sein. Ich habe die 2 Becherhälften jetzt wieder voneinander getrennt, damit ich den Übergang von Becher zu Rohr sauber verschleifen kann. Und dann wird es letztendlich voll zusammengeleimt.
Die Rohre werden immer längs in Faserrichtung geschliffen. Dann sieht man keine Schleifspur. Das Schleifbild wird dann wesentlich glatter, die Oberfläche, sodass sie immer in Faserrichtung schleift. Und das kann ich eben nur, indem ich es von Hand mache. Die glatte Oberfläche befördert den Klang und die Haltbarkeit des Alphorns. So haftet auch der Lack besonders gut, mit dem er das Alphorn am Ende überzieht. Nach dem Feinschliff fügt Andreas Baader die beiden Seiten des Becherstücks wieder zusammen. Ein ganz entscheidender Arbeitsschritt, denn die Leimfläche ist millimeterdünn und die stabile Verbindung essentiell für die Qualität des Instrumentes. Die vielen Schraubzwingen sorgen dafür, dass der Druck gleichmäßig verteilt ist. Und wenn man zu viel Druck ausübt, dann macht es Krack und der Becher kriegt einen Riss und ist kaputt. Dann war die Arbeit der letzten 3 Tage umsonst. In einem weiteren Arbeitsgang werden auch diese Leimspuren weggeschliffen. Optisches Highlight und Garant für zusätzliche Stabilität, der Becherring aus Kirschholz. Ja, der Becherring hält also diesen Becher rund, damit er sich nicht verformt, wenn er einmal feucht wird. Und gleichzeitig schützt er ihn, dass er nicht reißt, wenn er mal umfällt. Er dient also als Schutz und gleichzeitig dient er aber auch zur Aufnahme von Schallwellen. Deswegen ist auch die Ausbreitung recht groß, damit die Oberfläche noch größer wird. Diese Schablone, wo man hier drüber zieht, sind nur dafür gedacht, zu sehen, dass der ganze Becher rund wird beim Schleifen. Man kann das überprüfen und anzeichnen, wo noch was weg muss. Das aufwendigste Teil des Alphorns. Fast fertig. Eines von 4 Teilen. 90 cm geschafft. Jetzt wird das Rohr mit der Pettikschiene umwickelt. Quer zur Faser, viel Leim drauf, dass das richtig hält, dass das nie mehr runtergeht. Dann erreichen wir eine hohe Stabilität. Dann ist schon der erste Wasserschutz da für das eigentliche Rohr, bevor es nachher dann noch überlackiert wird. 100 Meter für ein einziges Alphorn. Ganz früher hat man an der Birke, am stehenden Baum, die Rinde abgezogen. Das schadet dem Baum nicht, die Birke verträgt es. Dann hat man die Rinde eingeweicht, dass sie richtig satt nass war und dann um das Alphorn gewickelt. Und beim Trocknen hat sie sich zusammengezogen und hat somit das Rohr zusammengehalten. Ziemlich urwüchsig sah das Alphorn damals aus. Heute ist es viel feiner gearbeitet. Die Krönung des Alphorns, das Mundstück. Es verbindet beim Spielen mit dem Alphorn. So entstehen die Töne. Das Alphorn dient nur als Verstärker.
Eigentlich ist das Alphorn ein Blechblasinstrument, weil man es über das Mundstück anspielt. Ob es aus Holz oder Metall ist, spielt dabei keine Rolle. Und so wird es als Blechblasinstrument bezeichnet, auch wenn es komplett aus Holz besteht. Also die Arbeit von der Holzauswahl bis jetzt dieses kleine filigrane Mundstück, wo man zuerst mit der Motorsäge anfängt und jetzt macht man hier mit 4 mm Bohrern Löcher rein. Das macht das Ganze interessant an diesem Alphornbau. Von der Werkstatt auf die Wiese. Ein Instrument vor allem fürs Freie. Andreas Bader baut nicht nur Alphörner, er spielt sie auch. 80 Stunden Arbeit, 3,60 Meter lang, 3 Kilo schwer und das ganze Instrument passt in einen Rucksack. Vielleicht auch ein Grund, warum das Alphorn weltweit gefragt ist. Die Kunden kommen aus den USA, Japan, aber auch aus der Schweiz. Naturtöne, die unter die Haut gehen. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.